Vor ungefähr 6 Monaten habe ich euch dieses Schweißgerät vorgestellt und ihr wart absolut begeistert. Ein bezahlbares Mic-Mac-Schweißgerät mit absoluten Profifunktionen. Das Gerät hat einen 4-Rollen-Drahtvorschub, hat die Funktion Puls, hervorragende Schweißeigenschaften und ist synergisch. Das heißt, man wählt einfach aus, was man machen will und das Gerät schweißt. Das ist eine Mic-Mac 200 Puls Pro Digital und heute gehen wir in die nächste Runde. Wir gucken uns die Mic-Mac 200 Puls Pro an. Also ohne digital. Das Gerät gibt es schon länger, wurde jetzt komplett überarbeitet, ist mit Abstand das günstigste Schweißgerät mit 4 Rollen Drahtvorschub und mit Abstand das günstigste Mic-Mac Schweißgerät mit der Funktion Puls. Trotzdem muss man hier auch nicht auf Schweißeigenschaften und Möglichkeiten verzichten. Das werde ich euch gleich zeigen an wirklich ohne Ende Beispielen. Ich habe die letzten 5, 6 Stunden hier mit extrem viel Spaß eine Naht nach der anderen geschweißt und habe hier wirklich tolle Ergebnisse erzielt. Und ich habe das Gerät die Tage schon mal kurz vorgestellt und da kam gleich die Frage, was kann dieses Gerät denn weniger als die digitale Version? Und die digitale Version hat im Prinzip ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten, hat ein paar mehr Werkstoffe, die man auswählen kann und das war's. Dafür ist das Gerät so einfach gestrickt, dass ich euch das innerhalb von einer Minute erklären kann. Das heißt, wir haben hier hinten den An-Ausschalter, haben hier hinten die Schnellkupplung für den Gasanschluss und wenn ich das Gerät einschalte, dann habe ich hier wirklich Basiseinstellungen. In der Mitte den Drehregler, mit dem ich die Leistung einstellen kann. Ich habe hier die Möglichkeit, Mac-Schweißen auszuwählen, Elektrodenschweißen, eine einfache Wick-Funktion oder eine Puls-Mic-Funktion. Wir gehen hier einfach mal auf das Mac-Schweißen. Jetzt kann ich hier wählen zwischen Fülldrahtschweißen mit CO2 oder was heute Standard ist, Mischgasschweißen. Ich habe hier noch die Möglichkeit von Ampere auf Spannung umzustellen. Kann ich die Spannung korrigieren. Habe ich nicht einmal bei den ganzen Mustern hier genutzt. Und ich wähle dann hier den Drahtdurchmesser. Wir nehmen als Beispiel mal den 0,6 mm Draht, sind hier bei Mac, sind bei Mischgas. Und jetzt brauche ich im Prinzip hier nur die Leistung einstellen, rüste mein Gerät mit einem 0,6 mm Draht und kann anfangen zu schweißen. Habe natürlich mein Mischgas aufgedreht. Ich wähle einfach mal 30 Ampere und jetzt kann ich hier hervorragend Dünnblech schweißen. Und das habe ich natürlich an verschiedenen Mustern gemacht. Das ist zum Beispiel ein ganz normales 0,6 mm Blech. Ich sage immer, da können viele Geräte gerade mal punkten. Hiermit kann man problemlos schweißen. Und das Interessante ist, dass man hier wirklich keinerlei Spritzerbildung hat. Man kann hier gucken, ich habe hier hinterher auch nicht nachgebürstet. Hier sind wirklich keine Spritzer. Und ich habe nichts an dem Gerät anders nachgestellt, aus das einfach wählen. Ich denke mal, das kann jeder. Und dann ganz einfach hier die Leistung. Und wenn es einem nicht genug den Werkstoff aufschmilzt, nimmt man ein bisschen mehr Leistung. Wenn es einem zu viel Leistung ist, nimmt man ein bisschen weniger. Ist also denkbar simpel von den Einstellungen. Und dann habe ich hier erst eine Strichlage geschweißt und dann hier verschiedene Kehlnähte. Das heißt auch wieder nicht gepunktet, auch 0,6 mm Blech und ganz normal geschweißt. Und ich würde mal behaupten, das sind für die dünnen Materialien wirklich hervorragende Eigenschaften. Und wenn man dann ein bisschen stärkere Materialien verschweißen will, dann geht man einfach hin, nimmt mehr Leistung und kann dann halt auch dickere Materialien verschweißen. Mit dem 0,6 mm Draht würde ich immer so maximal 2,5 bis 3 mm verschweißen. Mehr macht dann meistens keinen Sinn mehr. Hier habe ich einfach mal 2 mm Rohre mit Kehlnaht verschweißt. Ebenfalls nicht nachgebürstet, ebenfalls keine Spritzer. Da ist das Schweißen wirklich auf einem sehr genialen Niveau, sehr einfach von den Einstellungen. Und mit Dünnblechschweißen kann man natürlich noch viel mehr machen. Ich habe zum Beispiel hier einfach mal so ein Gehäuse geschweißt. Das ist 0,8 mm Blech. Das ist hier nicht gepunktet oder so, das ist ganz einfach geschweißt. Immer mal verschiedene Einstellungen, hat man eine bisschen dickere Naht, eine bisschen dünnere Naht. Das ist dann hier mit 30 Ampere, das war das Beste. Da habe ich dann einfach lang gezogen und habe hier so eine schöne dünne Naht hinbekommen bei so einer Ecknaht. Wer sowas schon mal gemacht hat, der weiß, sowas läuft natürlich extrem schnell weg. Und hier habe ich einfach einmal durchgezogen und habe so ein schönes Schweißergebnis. Die Frage ist natürlich immer, was bringt so ein 4-Rollen-Drahtvorschub? Im Prinzip würde für solche kleinen Geräte auch so ein 2-Rollen-Drahtvorschub reichen. Ich habe hier so eine D100-Rolle, so diese typische 1 Kilo Rolle. Ich könnte hier auch die D200 Rollen
einbauen. Die werde ich gleich nutzen für den 0,8 mm Draht. Und der Draht wird einfach ruhiger, wird einfach besser gefördert. Das liefert natürlich dann hinterher auch ein besseres Schweißergebnis. Auf der anderen Seite ist es so, bei dem Gerät ist alles im Lieferumfang, was ich irgendwo brauche, inklusive einen 3 Meter Schlauchpaket. Ich könnte hier aber auch ein 5 Meter Schlauchpaket anschließen. Und das ist dann halt nur vernünftig mit so einem 4 Rollen Drahtvorschub möglich. Man braucht ihn nicht unbedingt, es ist aber ein absoluter Genuss, wenn man den hat. Und wenn die Materialien ein bisschen stärker sind, dann nimmt man natürlich den 0,8 mm Draht. Das ist jetzt eine 6 mm Platte und dieses Schild hatte ich irgendwann mal aus Spaß ausgebrannt und habe das jetzt zusammengeschweißt. Eine schöne Kehlnaht, hier bin ich einmal so ganz leicht hängen geblieben, aber ansonsten die Struktur der Naht sieht wirklich richtig gut aus. Und da ich immer gucke, was so in der Restekiste drin ist und das dann wirklich verarbeite, habe ich hier eine 6 mm Platte und das ist ein 3 mm Rohr und da habe ich einfach eine Kehlnaht drum geschweißt. Das Ganze ist so eine ganz einfache alte Drehvorrichtung, habe ich mir früher mal gebastelt. Die nutze ich wirklich regelmäßig, gerade beim Max-Schweißen. Das heißt, man positioniert mit einer Hand den Brenner, legt sich gegebenenfalls da noch was unter, dass man einen schönen 45 Grad Winkel hat und dann fängt man einfach an zu schweißen und dreht das Ganze einfach langsam einmal rum und dann kriegt man hier so eine bildschöne Schweißnaht. Das sind zwischendurch mal kleine Spritzer, aber im Großen und Ganzen sieht das wirklich sehr sauber aus, sehr, sehr ordentlich aus. Das ist halt immer eine ganz einfache Technik und mit so einem kleinen Kugellager oder mit so einer kleinen Drehvorrichtung ist sowas auch richtig, richtig schön möglich. Ich will ja auch in so einem Video so ein Gerät nicht nur irgendwo vorstellen, ich will das natürlich auch testen. Das machen wir einerseits an den Schweißergebnissen, auf der anderen Seite kann man natürlich auch die Leistung von so einem Gerät schön nachmessen. Dafür habe ich hier einfach mal dickes Material geschweißt, das ist 12 mm Stahl. Ich habe die kompletten 200 Ampere eingestellt und dann kann man das ganz einfach schweißen. Dann sieht man, man hat einen energetischen Lichtbogen. Ich habe hier eine Strommesszange einfach an das Massekabel angeschlossen. Dann können wir auch sehen, welcher Strom hier wirklich fließt. Und da sind wir deutlich in dem Bereich von 200 Ampere, teilweise sogar noch ein bisschen drüber. Also das ist wirklich mehr als in Ordnung. Zwei Sachen sollte man dabei beachten. Das ist natürlich eine maximale Belastung für die Steckdose. Wenn die Steckdose nicht träge abgesichert ist, dann kann das schnell zu Problemen führen. Wir haben 200 Ampere, wir haben 25 Volt, das sind 5000 Watt. Maximale Belastung für die Steckdose, muss man nicht drüber sprechen. Auf der anderen Seite ist es so, bei dem Gerät ist ein MB15 Schlauchpaket mit im Lieferumfang und wenn man regelmäßig so massive Materialien schweißen will, dann sollte man sich ein MB24 oder MB25 Schlauchpaket anschaffen. Die können dann halt deutlich mehr Leistung und deutlich mehr Temperatur ab. Für die normalen Arbeiten, was man so macht, reicht aber so ein MB15 Schlauchpaket vollkommen aus. Ich habe ein MB25 Schlauchpaket, weil ich als nächstes Aluminium schweißen möchte und dafür ist das Gerät natürlich auch perfekt ausgestattet. Ich habe ganz einfach ein Aluminiumdraht gerüstet, habe dann das MB25 Schlauchpaket angeschlossen und dann kann es losgehen mit dem Aluminiumschweißen und da erwartet einen eine Überraschung. Und wenn ich jetzt mit dem Gerät Aluminium schweißen will, dann brauche ich im Prinzip nur das Gerät auf Puls umstellen, weil das Pulsprogramm ist für QSI 3 Löten und ist für das Aluminium schweißen. Also diese Geräte haben kein Pulsprogramm für den Stahlbereich, aber auch gerade für Aluminium, fürs QSI 3 Löten, da ist das Pulsprogramm auch wirklich geeignet, weil da hat man einen fokussierten Lichtbogen, man bricht damit die Oxidschicht auf, man bringt viel besser Wärme ins Material rein, dann wähle ich hier einfach auch ganz normal die Leistung und dann kann ich loslegen. Ich habe erstmal hier mit 120 Ampere angefangen, das war für 2 mm viel zu viel. Das Schweißen hat schon geklappt von wegen, aber ist ein bisschen stark weggelaufen, ist aber auch schon Jammern auf hohem Niveau, ist also auch schon ein schönes Ergebnis. Als nächstes habe ich dann hier 2 mm Grundplatte und 3 mm Rohr geschweißt. Da habe ich ein bisschen weniger Leistung genommen. Da habe ich dann ein bisschen mit den Einstellungen gespielt. Also im Prinzip Einstellungen ist hochgegriffen. Man muss eigentlich nur die Leistung immer ein bisschen anpassen, je nachdem wie dick das Material ist und wie viel Wärme schon im Material ist. Und dann kriegt man hier wirklich sehr, sehr schöne Ergebnisse hin. Also Aluminiumschweißen ist hier wirklich auch kinderleicht. Wichtig, das erkläre ich immer wieder, beim
Aluminiumschweißen mit einem Pulsprogramm hat man einen fokussierten Lichtbogen. Das heißt, wir haben oberen, unteren Strom beim Pulsen und der pulsiert in einer sehr, sehr schnellen Taktung und dadurch kriegen wir so einen fokussierten Lichtbogen. Man hält den Brenner nicht irgendwo schräg vor, nicht so, sondern man hält den genau im 45 Grad Winkel hier vor, möglichst schön dicht dran vom Abstand her und dann braucht man eigentlich nur zünden. Und wenn man zündet, dann merkt man, man hat erst einen gewissen höheren Strom. Art Hot Start ist hier einprogrammiert und das macht das Aluminiumschweißen wirklich sehr, sehr angenehm. Und dann kann man hier richtig schön eine Kehlnaht schweißen. Das Ganze habe ich dann nochmal hier an den Blechen gemacht, beziehungsweise Blech und Vierkantrohr und das sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus. Richtig schönes, einfaches Ergebnis. Im Prinzip einfach einmal vorgestellt, wir schmelzen am Anfang den Werkstoff richtig gut aus durch diesen einprogrammierten Hotstart und dann schweißt man hier einfach einmal komplett lang und dann hat man hier solche schönen Ergebnisse. Also für so ein Gerät finde ich, sind das wirklich schöne Ergebnisse. Man braucht hier nichts komplex irgendeiner Form einstellen. Man kann hier einfach loslegen und vernünftig mit dem Gerät Aluminium schweißen. Das funktioniert hier wirklich auch sehr gut und ich denke, das sieht man eindrucksvoll an diesen Mustern. Genau mit dem gleichen Programm und den gleichen Einstellungen kann man hier QSI 3 löten. Ich habe einen QSI 3 Lot in 0,8 mm verwendet und dann sieht man hier, dass man da wirklich tolle Ergebnisse erzielen kann. Das ist ein ganz normales Rohr, verzinktes Rohr und die habe ich einen Punkt nach dem anderen gesetzt und das funktioniert wirklich sehr gut. Ich habe das mit 90 Ampere ausgeführt, habe hinterher an einem Schweller noch so ein paar Muster gepunktet und da habe ich dann mal mit den Einstellungen ein bisschen gespielt. Aber bitte nie zu wenig nehmen. Viele nutzen QSI 3 und fangen dann mit 30, 40 Ampere an. Das ist absoluter Blödsinn. Man will, dass das Lot wirklich im Lichtbogen aufschmilzt und dann nur so das Bauteil benetzt. Das funktioniert wirklich am besten und dafür braucht man wirklich auch eine kräftige Leistung, dass das wirklich funktioniert. Und wichtig ist, man drückt dann immer schön auf den Taster, kann hier einzelne Punkte setzen oder man kann selbstverständlich auch ganze Nähte löten. Und der Riesenvorteil ist halt beim QSI 3 Löten mit einem Pulsprogramm, dass man hier so einen fokussierten Lichtbogen hat, wo das Lot wirklich richtig drin schön aufschmilzt. Also es funktioniert wirklich sehr gut, lässt sich hier auch kinderleicht einstellen. Habe ich an verschiedenen Mustern ausprobiert, an einem alten Schweller und hier nochmal ein kleines Musterblech. Sowas mache ich immer wieder gerne. Das heißt, hier ist verzinktes Blech, Stahlblech, einfach mal zwei schöne große Lötpunkte gesetzt, die sehr gut aussehen. Und wenn ich mir die Rückseite angucke, dann ist da nichts irgendwo von der Verzinkung kaputt gegangen. Ich habe hier Edelstahlblech mit angelötet und ich habe hier ganz normal nochmal einen Kupferwinkel angelötet. Wichtig ist, das Einzige, was man nicht löten kann, ist Aluminium. Das funktioniert leider nicht. Ansonsten kann man hier die verschiedensten Materialien miteinander verlöten. Und gerade bei so Beschichtungen auf der Rückseite oder auch bei den Beschichtungen hier vorne bei der Verzinkung, da ist halt der riesengroße Vorteil, dass man die Verzinkung nicht beschädigt, dementsprechend der Korrosionsschutz erhalten bleibt. Ich denke mal, das waren viele eindrucksvolle Sachen, die ich euch hier gezeigt habe. Am besten gefällt mir wirklich diese Naht hier an dieser Rundnaht. Das ist immer wieder so eine schöne Möglichkeit und da sieht man wirklich das Potenzial von so einem Gerät, wie schön so ein Gerät schweißt. Viel erklären muss man bei so einem Gerät nicht, weil es im Prinzip sehr, sehr einfach ist. Und ich denke mal, das Einzige, was wir, glaube ich, nicht angesprochen haben, ist, dass man hier das Gerät an den Pluspol anstecken muss. Ansonsten, denke ich mal, sind die meisten Sachen mehr als selbsterklärend. Das Gerät verlinke ich natürlich hier unter, alles, was ich verwendet habe, Zusatz und so weiter. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, euer Manni. Wenn wir natürlich noch weitere Videos zu dem Gerät machen wollen, könnt ihr euch gerne dann in den Kommentaren dazu austoben. Das heißt, Filterradschweißen könnte man noch machen. Edelstahlschweißen sollte hier auch kein Problem sein und. In diesem Sinne, bis dann.